Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um nicht nur korrekte, sondern wirklich beeindruckende und fesselnde deutsche Sätze zu bauen. In unserer letzten Folge haben wir uns in Wortalchemisten verwandelt. Mit der Substantivierung haben wir gelernt, wie man aus Verben und Adjektiven abstrakte Konzepte schmiedet und so unseren Sprachstil von alltäglich zu formell anheben kann. Heute bleiben wir auf diesem hohen stilistischen Niveau, aber wir wenden uns wieder der Architektur des Satzes zu. Wir kennen die Grundregel des deutschen Hauptsatzes, das Verb steht auf Position 2. Und wir wissen, dass wir auf Position 1 normalerweise das Subjekt oder eine einfache Zeit- oder Ortsangabe stellen. Das ist solide, das ist korrekt, aber es kann auf Dauer auch ein wenig monoton klingen. Heute lernen wir, wie wir zu Satzakrobaten werden. Wir lernen die Kunst der stilistischen Inversion. Wir werden entdecken, wie wir unsere Sätze mit besonderen, oft negativen oder einschränkenden Ausdrücken wie kaum, nur wenn, erst als oder selten beginnen können, um eine unglaubliche Betonung und einen dramatischen Effekt zu erzeugen. Das ist mehr als nur eine Grammatikregel, das ist ein Werkzeug aus dem Koffer der professionellen Schriftsteller und Redner. Es ist der Unterschied zwischen der neutralen Aussage „Ich war gerade angekommen, da klingelte das Telefon" und dem viel spannenderen „Kaum war ich angekommen, da klingelte das Telefon". Am Ende dieser Folge wirst du verstehen, wie diese Inversion funktioniert und welche emotionale Wirkung sie hat. Du wirst in der Lage sein, deine Erzählungen dynamischer zu gestalten, Bedingungen schärfer zu formulieren und deine Sätze mit einer Eleganz zu beginnen, die sofort die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer fesselt. Bist du bereit für ein wenig Satzakrobatik? Dann lass uns das Sprungbrett betreten. Das Grundprinzip: mehr als nur Umstellung. Bevor wir uns die speziellen Auslöser ansehen, müssen wir das Prinzip der Inversion noch einmal schärfen. Wir haben in einer früheren Folge gelernt, dass wir eine Zeit- oder Ortsangabe auf Position 1 stellen können. Zum Beispiel: Gestern bin ich ins Kino gegangen. Das ist eine einfache Inversion. Das Verb bin bleibt auf Position 2 und das Subjekt ich rutscht dahinter. Die stilistische Inversion, über die wir heute sprechen, folgt exakt derselben grammatischen Regel. Ein besonderer Ausdruck besetzt Position 1, das konjugierte Verb folgt auf Position 2 und das Subjekt rutscht auf Position 3. Der Unterschied ist nicht die Grammatik, sondern der Effekt. Während gestern einfach nur eine Information an den Anfang stellt, erzeugen die Ausdrücke, die wir heute lernen, eine viel stärkere dramaturgische Wirkung. Sie bauen eine Erwartungshaltung auf, schaffen Spannung oder heben eine Bedingung oder Einschränkung besonders hervor. Sie sind wie ein Trommelwirbel am Anfang des Satzes. Diese Ausdrücke sind oft temporal, also zeitlich, aber mit einer besonderen Nuance, zum Beispiel Unmittelbarkeit, Einmaligkeit. Negativ oder restriktiv, also einschränkend, was die Aussage besonders stark macht. Konditional, also eine Bedingung formulierend. Lass uns diese Akrobaten nun einzeln in der Manege betrachten. Der Trommelwirbel der Unmittelbarkeit. Kaum, gerade als, eben erst. Beginnen wir mit der Gruppe von Ausdrücken, die eine extreme zeitliche Nähe beschreiben.
Zwei Handlungen passieren fast gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander. 1. Kaum. Kaum bedeutet so viel wie fast nicht oder gerade erst. Wenn du einen Satz damit beginnst, erzeugst du eine enorme Spannung und das Gefühl, dass eine Handlung sofort von einer anderen unterbrochen oder gefolgt wird. Normale Erzählung: Ich war angekommen. Sofort danach klingelte das Telefon. Zwei Sätze, etwas langweilig. Stilistische Inversion: Kaum war ich angekommen, da klingelte das Telefon. Analyse: Kaum steht auf Position 1. Das Verb war folgt auf Position 2. Das Subjekt ich ist auf Position 3. Der zweite Satz wird oft mit da oder als eingeleitet. Noch ein Beispiel. Kaum hatte die Vorstellung begonnen, als schon jemand hustete. Diese Kaum-Struktur ist unglaublich elegant und typisch für einen gehobenen Erzählstil. 2. Gerade als, eben als. Diese Ausdrücke funktionieren ähnlich, leiten aber direkt einen Nebensatz ein. Der Hauptsatz, der folgt, hat dann oft eine Inversion, weil der gesamte Nebensatz als Position 1 zählt. Gerade als ich das Haus verlassen wollte, klingelte das Telefon. Analyse: Der Nebensatz, gerade als ich das Haus verlassen wollte, ist die Position 1. Das Verb klingelte des Hauptsatzes steht also direkt danach auf Position 2. Diese Strukturen sind perfekt, um überraschende Unterbrechungen in einer Geschichte zu beschreiben. Die Macht der Einschränkung. Nur, selten, nicht nur. Kommen wir nun zu den Ausdrücken, die eine Aussage einschränken oder verneinen. Indem man diese an den Anfang stellt, wird die Betonung extrem stark. Erstens, nur in Kombinationen wie nur wenn, nur dann, nur so. Wenn du eine Bedingung als absolut exklusiv und notwendig darstellen willst, ist nur wenn dein stärkstes Werkzeug. Normale Aussage: Du kannst Deutsch lernen, wenn du jeden Tag übst. Betonte Aussage mit Inversion: Nur wenn du jeden Tag übst, kannst du Deutsch lernen. Analyse: Der Nebensatz nur wenn du jeden Tag übst besetzt Position 1. Das Verb kannst des Hauptsatzes folgt auf Position 2. Ich helfe dir, aber du musst mir die Wahrheit sagen. Viel stärker: Nur unter dieser Bedingung helfe ich dir. Zweitens, negative Adverbien wie selten, nie, niemals. Du kannst auch negative Adverbien an den Anfang stellen, um die Seltenheit oder das Nichtstattfinden einer Handlung zu betonen. Neutral: Ich habe selten so einen guten Film gesehen. Stilistisch stark: Selten habe ich so einen guten Film gesehen. Neutral: Ich hätte niemals gedacht, dass das möglich ist. Viel dramatischer: Niemals hätte ich gedacht, dass das möglich ist. Drittens, nicht nur, sondern auch. Diese zweiteilige Konjunktion ist perfekt, um zwei Aspekte hervorzuheben. Wenn man den ersten Teil an den Anfang stellt, erfordert der Satz eine Inversion. Neutral: Er ist nicht nur ein guter Arzt, sondern er ist auch ein talentierter Musiker. Elegant mit Inversion: Nicht nur ist er ein guter Arzt, sondern er ist auch ein talentierter Musiker. Oder noch häufiger, indem man das Objekt vorzieht. Nicht nur einen guten Arzt haben wir in ihm gefunden, sondern auch einen talentierten Musiker. Diese Inversion nach negativen oder einschränkenden Ausdrücken ist ein Kennzeichen eines sehr bewussten und rhetorisch geschickten Sprachgebrauchs. Die zeitliche Abfolge. Erst als, zuerst, danach. Auch bei der Beschreibung einer einfachen chronologischen Abfolge können wir die Inversion nutzen, um die Struktur klarer und den Rhythmus interessanter zu gestalten. Erstens: Erst als, erst wenn.
Ähnlich wie nur wenn betont erst als wenn, dass eine Handlung erst nach dem Eintreten einer anderen Bedingung möglich war oder sein wird. Ich habe das Problem erst verstanden, als du es mir erklärt hast. Stärker mit Inversion: Erst als du es mir erklärt hast, habe ich das Problem verstanden. Zweitens. Adverbien der Reihenfolge. Zuerst, anfangs, danach, anschließend, später. Anstatt immer nur und dann zu sagen, kann man diese Adverbien auf Position 1 setzen, um eine klare, strukturierte Erzählung zu schaffen. Jeder neue Satz beginnt dann mit einem Inversion: Hör dir diese kleine Geschichte an. Gestern hatte ich viel zu tun. Zuerst musste ich die Wohnung aufräumen, danach ging ich einkaufen, anschließend kochte ich das Abendessen. Später am Abend schaute ich noch einen Film. Jeder Satz beginnt mit einem Zeitadverb auf Position 1, gefolgt vom Verb auf Position 2. Das gibt der Erzählung einen sehr klaren, fast protokollartigen, aber dennoch fließenden Rhythmus. Es ist viel eleganter als eine einfache Aneinanderreihung von Hauptsätzen, die mit dem Subjekt beginnen. Ein Text in 2 Stilen. Der hörbare Unterschied. Um den dramatischen Effekt der stilistischen Inversion wirklich zu spüren, machen wir wieder unser Experiment. Ich lese dir eine kurze Beschreibung vor, zuerst in einem neutralen, standardmäßigen Stil und dann mit gezieltem Einsatz von Inversion. Stil 1. Neutral. Standardsatzbau. Ich habe selten so eine klare Nacht erlebt. Ich dachte niemals, dass ich die Milchstraße so deutlich sehen könnte. Ich verstand die Schönheit des Universums erst, als ich durch das Teleskop blickte. Ich war kaum wieder im Haus, da fing es an zu regnen. Das ist korrekt und gut verständlich, aber jetzt hör dir die zweite Version an. Stil 2. Elegant und dramatisch, mit stilistischer Inversion. Selten habe ich so eine klare Nacht erlebt. Niemals hätte ich gedacht, dass ich die Milchstraße so deutlich sehen könnte. Erst als ich durch das Teleskop blickte, verstand ich die Schönheit des Universums. Kaum war ich wieder im Haus, da fing es an zu regnen. Fühlst du den Unterschied? Der zweite Text ist viel dynamischer, emotionaler und fesselnder. Jeder Satzanfang erzeugt eine kleine Spannung und lenkt die Aufmerksamkeit genau dorthin, wo der Sprecher sie haben will. Das ist die Macht der Satzakrobatik. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Akrobatikstunde. Du siehst, die stilistische Inversion ist weit mehr als nur eine grammatische Spielerei. Sie ist ein mächtiges rhetorisches Werkzeug, um deine Sprache lebendiger, betonter und eleganter zu machen. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen. 1. Stilistische Inversion bedeutet, einen Satz mit einem besonderen, betonenden Ausdruck auf Position 1 zu beginnen. 2. Die grammatische Regel ist immer dieselbe. Das konjugierte Verb folgt auf Position 2, das Subjekt rutscht dahinter. 3. Besonders wirkungsvoll ist die Inversion nach Ausdrücken der Unmittelbarkeit. Kaum war ich, der Einschränkung, nur wenn du, selten habe ich oder der chronologischen Abfolge. Zuerst musste ich. 4. Diese Struktur ist typisch für einen gehobenen, schriftlichen oder erzählerischen Stil und verleiht deinen Aussagen Dramatik und Eleganz. Mein Tipp der Woche ist, zum Satzanfangssammler zu werden. Nimm dir einen gut geschriebenen deutschen Artikel oder eine Kurzgeschichte. Lies den Text und markiere alle Sätze, die nicht mit dem Subjekt beginnen. Achte besonders auf die Auslöser, die wir heute besprochen haben. Kaum, selten, erst als etc. Schreibe dir diese Satzanfänge in ein Notizbuch. Versuche dann,
eigene Sätze mit diesen eleganten Anfängen zu bilden. Dieses bewusste Sammeln und Imitieren ist der beste Weg, um diese fortgeschrittenen Strukturen in dein eigenes aktives Repertoire zu übernehmen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, deine Sätze noch kunstvoller zu gestalten, freue ich mich riesig über deine Unterstützung. In der nächsten Folge werden wir uns mit einer Herausforderung beschäftigen, die selbst Muttersprachler manchmal ins Schwitzen bringt. Es geht um die Satzklammer XXL. Wir werden uns ansehen, was passiert, wenn das Mittelfeld eines Satzes durch viele Partikeln, Adverbien und sogar mehrere Verben extrem lang wird und wie man trotzdem den Überblick behält und den Satz am Ende korrekt abschließt. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.